Servus und Hallo zu einem neuen Video. Aber bevor wir euch verraten, wohin es diesmal geht, möchten wir uns für eure Unterstützung im letzten Jahr bedanken. Nachdem wir in 2020 viele unserer Pläne auf Eis legen mussten, haben wir uns für 2021 viel vorgenommen. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Und nun geht es endlich los. Heute nehmen wir euch mit durch den Pfälzerwald, über Kirn bis an die Mosel. Viel Spaß beim Schauen! Die Mittelgebirgslandschaft Pfälzerwald im Bundesland Rheinland-Pfalz ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Die Pfalz und der Pfälzerwald bilden ein ideales Revier für Motorradfahrer, auch wenn die Traumstraße durch das Elmsteiner Tal am Wochenende für Motorradfahrer gesperrt ist. Wir fahren von Annweiler am Trifels über Johanniskreuz nach Kaiserslautern. In Annweiler könnt ihr euch die Reichsburg Trifels anschauen und in Johanniskreuz gibt es einen bekannten Bikertreff. Natürlich ist der Pfälzerwald auch für seinen Wein bekannt, denn das Weinanbaugebiet der Pfalz ist das zweitgrößte Deutschlands. Mit unserem Stopp in Kaiserslautern verlassen wir nun die Region Pfälzerwald und fahren weiter, um unser heutiges Ziel an der Mosel zu erreichen. Kaiserslautern ist eine kreisfreie Industrie- und Universitätsstadt am nordwestlichen Rand des Pfälzerwalds und zählte Ende 2019 ca. 100.000 Einwohner. Damit ist sie die fünftgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz. Unsere Strecke führt uns direkt durch Kirn. Oberhalb der Stadt auf dem Weg zur Burgruine Kirburg legen wir nochmal eine Pause ein und lassen hier die Drohne fliegen. Kirn ist eine Stadt mit ca. 8.000 Einwohnern an der Nahe im Landkreis Bad Kreuznach. Der Name leitet sich wahrscheinlich von dem keltischen Wort Kyr, was Wasser bedeutet, ab. Das Wahrzeichen Kirns ist die oberhalb der Stadt gelegene Kirburg. Die Kirburg ist die Ruine einer erbauten Höhenburg zwischen den Tälern der Nahe und des Hahnenbachs.
Je näher wir der Mosel kommen, desto kurviger werden die Straßen. Die Mosel ist der zweitlängste Nebenfluss des Rheins. Das deutsche Moseltal wird geprägt von stark meandernden Verlauf mit vielen Weinbergen an teils sehr steilen Hängen. Der komplette Unterlauf der Mosel, die in den Vogesen entspringt, bildet eine Aneinanderreihung von Sehenswürdigkeiten. Fast jeder Ort zwischen Trier und Koblenz besitzt einen historischen Kern aus Fachwerkhäusern. Die schönsten sind zum Beispiel Bernkastel-Kues und Beilstein. Dazu kommen zahlreiche Burgen und Ruinen, unter denen die Festungsanlagen Burg Eltz und die Reichsburg oberhalb von Cochem sich besonders eindrucksvoll darstellen.